Servus Leute, ich grüße euch, Marc heißt mein Name und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Google Tag Manager den Facebook Pixel inklusive Events richtig aufsetzt. Viel Spaß beim Video! So, meine lieben Leute, nun ist es soweit, es geht ans Eingemachte. Wir schauen uns an, wie wir den Facebook Pixel mit dem Google Tag Manager verwenden. Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle soweit seid und den Google Tag Manager bereits installiert habt. Wenn nicht, kein Problem. Unterhalb findet ihr den Link zur Beschreibung auf meiner Website. Ich werde auch noch ein eigenes Video dazu machen, aber das kommt erst später. Okay, also für alle, die schon soweit sind, ihr wechselt nun bitte zu eurem Facebook-Konto und führt die folgenden Schritte aus. Und zwar, ihr ruft den Events Manager auf, Link ist wie gehabt in der Beschreibung, und wählt Event hinzufügen. Okay, dort sagt ihr, ich will den Code manuell installieren und kopiert euch den sogenannten Facebook Pixel Code. Wenn ihr das gemacht habt, wechselt ihr in den Google Tag Manager und sagt unter Tags Neu, dann benennt ihr das Ganze Facebook Pixel, also feel free, ihr könnt das benennen wie ihr wollt, und sagt Tag Konfiguration. Ihr seht hier, es gibt jede Menge verschiedener Tag-Typen. In zukünftigen Videos werden wir jede Menge davon behandeln und ich zeige euch, wie ihr die alle ordnungsgemäß implementieren könnt. Okay, in unserem Fall gehen wir davon aus, dass wir ein benutzerdefiniertes HTML implementieren. Das bedeutet, wir wählen das aus und kopieren unseren Facebook Pixel Code dort rein. So, nun fast geschafft. Das einzige, was noch fehlt, ihr müsst den Trigger definieren. Das bedeutet, wo soll dieser Facebook Pixel feuern? In unserem Fall auf allen Seiten. Okay, speichern, finito. Ihr habt nun erfolgreich den Facebook Pixel installiert. Der nächste Schritt wäre nun, wie es aussieht mit den sogenannten Facebook Events. Okay? Ihr könnt euch das so vorstellen, jetzt habt ihr es geschafft, dass der Pixel Daten sammelt über alle eure Nutzer. Okay? Und jetzt ist natürlich die Königsdisziplin, dass ihr entsprechende Events definiert, die ihr auch zusätzlich messen wollt und ihr dann eure Kampagnen entsprechend danach ausrichten könnt. Beispiele sind Add to Cart, Purchase, Lead, Newsletter, Registrierung etc. Okay? Es gibt hier zwei Möglichkeiten, das Ganze zu implementieren. Ihr könnt das über das Facebook eigene Event Setup Tool machen. Ist ein super Tool, relativ einfach zu verwenden. Ihr macht das direkt auf eurer Webseite mit einem Klick, und sagt, das soll das auslösen und so weiter und so fort. Behandle ich gerne in einem anderen Video. Wir schauen uns jetzt aber die Hardcore-Variante an, und zwar, wie wir das selbst über den Facebook, über den Google Tag Manager implementieren können. Okay, das heißt, ihr seht hier eine lange Liste von verschiedenen Standard-Event-Codes, die uns Facebook zur Verfügung stellt, und in diesem Beispiel würde ich gerne eine Kontaktoption auf meiner Seite einbauen. Das bedeutet, ich möchte messen, wenn jemand meine Telefonnummer anklickt und mich anruft, will ich da quasi Facebook mitteilen, mich hat jemand angerufen, bitte rechne das dieser Kampagne zu, und das machen wir jetzt. Das heißt, wir wechseln wieder in den Google Tag Manager und dann ist es so, dass wir nun einen zweiten Tag implementieren müssen, der diese Codezeile quasi, die wir hier gesehen haben, enthält und entsprechend den Trigger anpassen. Okay? Und das machen wir jetzt. So, ihr seht nun, hier habe ich bereits diesen Facebook Pixel Anruf erstellt. Ihr könnt das relativ einfach machen, indem ihr den Standard Facebook Pixel auf die Punkte rechts oben klickt, kopieren, dann kopiert ihr das Ganze und gebt dem Ganzen einen neuen Namen, in dem Fall Anruf. Und das einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst diese Zeile unterhalb des Page Views zusätzlich integrieren. Okay? Das ist wie in der Beschreibung quasi hier dargestellt. Ihr seht hier, Punkt 2 ist der eigentliche Facebook Pixel, Punkt 3 ist diese zusätzliche Codezeile, die das Standard-Event an Facebook schickt. Okay? Und das haben wir jetzt gerade implementiert unter diesem Page-View-Aufruf. Das bedeutet, wir haben das jetzt eingebaut, und was wir uns jetzt noch überlegen müssen ist, wann soll das Ganze feuern. Okay? In meinem Fall haben wir gesagt, jedes Mal, wenn jemand auf meine Telefonnummer klickt. Okay? Und so schaut auch der entsprechende Trigger im Google Tag Manager dazu aus. Das heißt, wir messen nur Links,
die gleich meiner Telefonnummer sind und das war's. Okay? So, Trigger ist hinterlegt, speichern und Thema ist jetzt erledigt. Okay? Gratulation! Erstes Facebook-Event erfolgreich implementiert im Google Tag Manager. So, jetzt fragen Sie sicher alle, ob ich das auch überprüfen kann. Ja, das können wir und das schauen wir uns jetzt an. So, um das Ganze nun zu überprüfen, gibt es den sogenannten Facebook Pixel Helper, den ihr auch in meiner Beschreibung findet und euch runterladen könnt. Das ist eine Browser-Erweiterung für Chrome. Okay, und das macht das Tool. Prinzipiell zeigt es euch hier. Seht ihr das, welcher Pixel ist im Einsatz und was passiert auf eurer Seite in Bezug auf dessen Pixel. So, um das Ganze nun zu überprüfen, ob wir auch alles richtig gemacht haben, gehen wir in den Vorschau-Modus. Okay, und ich hoffe, ihr wisst alle, wie das geht, sonst lest das gerne nochmal in meiner Beschreibung nach. Okay, das heißt, ihr klickt da drauf, Vorschau-Modus wird geöffnet, das seht ihr hier oben, Tag Assistant Connected, und dann gehen wir auf die Startseite. Nun suchen wir uns eine Telefonnummer. Okay, aber Achtung, die ist geheim. Okay, so, wir klicken drauf und nun schauen wir, was passiert. Okay, indem wir oben rechts auf den Facebook Pixel Helper klicken. Wir haben alles richtig gemacht. So, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Feedback oder eure Fragen unterhalb in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Servus!